Hallo meine Lieben, heute gucken wir mit dem M1 Ultra uns die ganze Foliengeschichte so ein bisschen an und da gehen wir auch gleich nach dem Intro rein. Ich habe wieder ein paar ganz coole Sachen für euch vorbereitet und zwar werden wir eben das Heat Transfer Vinyl, also die Hitzetransferfolie, werden wir verwenden, plus aber auch die selbstklebenden Folien, also das Vinyl und das für verschiedene Sachen. Einerseits hier habe ich 2 T-Shirts, dann habe ich hier 3 Taschen, dann haben wir hier diese Halterungen jeweils für Flaschen oder Dosen. Im Sommer zum Beispiel, dass die schön kühl bleiben oder eure Getränke schön kühl bleiben. Und dann habe ich noch 3 Taschen, da verwende ich dann eben die Selbstklebefolie. Und ihr seht, ich habe wirklich super schöne Farben hier bekommen in diesem Paket drin. Da gucke ich ein bisschen, was ich dann wo drauf machen will. Und dann verwenden tue ich eben die Schneidematte, weil wir arbeiten heute nicht mit dem Lasermodul, sondern hier mit dem Messer, mit dem kleinen. Und da braucht ihr noch kein zusätzliches Modul im Laser drin, sondern es ist in diesem Modul, was auf der linken Seite ist, kann man das hier reinmachen. Und ja, genau das alles machen wir. Und ich habe gesagt, ich habe noch ein zusätzliches Paket bekommen. Und das ist was extrem Cooles, das zeige ich euch jetzt auch noch gleich. Ihr seht schon mal die große Auswahl an Sachen, die ich hier habe und das Prinzip, das ist absolut genial. Weil bei uns ist immer so ein bisschen das Problem da, was mache ich, wenn ich keinen Platz habe in meinem Bastelstudio und anstatt dass ich jetzt eine Handpresse habe plus eine Hebelpresse, kann ich die Handpresse in die Hebelpresse reinmachen. Das heißt, ich brauche nicht 2 verschiedene Geräte, sondern das ist in einem. Ich finde das so dermaßen genial. Aber starten wir kurz hier drüben. Ich habe eine Mini-Press, die wunderbar dann auch mit den Cozies zum Beispiel werde ich die verwenden. Das heißt, für kleine Sachen ist es wunderbar. Oder auch, wenn ihr zum Beispiel Materialien bepresst, die eher so ein bisschen, wo es ein bisschen schwierig ist oder die Hitze nicht so gut vertragen, wie zum Beispiel ein Kunstleder, da verwende ich meistens die kleine Presse. Dann hier eben in der Station drin, haben wir hier die Auflegefläche, wenn ihr die Presse so verwenden wollt. Da war eine weiße Abdeckung drauf. Installation wirklich super einfach. Die könnt ihr eben so verwenden und ich finde es wirklich auch schön gemacht mit diesem Weiß-Grau und dann den Holzabschluss. Super. Und das Element, was ich hier drauf gemacht habe, das brauchen wir dann für die Hebelpresse. Und das Schöne ist auch, wir haben hier ein Steuerungsmodul, mit dem wir die Temperatur, aber auch die Dauer einstellen können. Und da hat es auch schon vorgespeicherte Temperaturen, wirklich super einfach zu bedienen, das Ganze. Und wenn ihr die eben dann nicht so verwenden wollt, sondern als Hebelpresse, dann könnt ihr die hier ganz einfach reinschieben, bis sie einrastet. Dann hängt die an dieser Aufhängung und ich habe die Hände frei zum Arbeiten. Natürlich Hitzekissen, auch immer eine gute Idee, um das drunter zu legen. Und ich mache hier kurz den Hebel runter. Hier hinten könnt ihr den Anpressdruck festlegen. Und das richtig Coole, finde ich zumindest, ist auch, dass das eine Schwenkpresse ist. Das heißt, ich kann das wegschwenken, während ich hier das vorbereite, kann das wieder auf die Seite schwenken und dann mein Element ganz einfach pressen. Das finde ich schon Hammer. Also, das werden wir heute ausprobieren. Wie gesagt, jetzt, wie man das Ganze zusammenbaut, hier ist wirklich keine große Sache. Ihr habt hier wunderbar auch eine Anleitung mit dabei, die ihr befolgen könnt. Hat alles wunderbar funktioniert. Aber bevor wir das Ganze jetzt nutzen können, müssen wir natürlich die ganzen Designs vorbereiten, damit wir die dann eben mit dem M1 Ultra und dem Schneidemesser das dann auch ausschneiden können. Für diejenigen, die mich ja schon ein bisschen kennen, die wissen, dass ich super gerne so Quotes, also so Sprüche mag.
Und ich habe tatsächlich alle Sprüche ausgesucht für die T-Shirts, die Taschen, die kleinen Beutel und die Cozies. Und da habe ich für die Cozies, bin ich so ein bisschen ins Camping rübergegangen. Und was ich gemacht habe, ich habe mir hier ganz einfach ein Rechteck angelegt, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich Maximalbreite 9,5 cm, Maximalhöhe 10 cm, dann passt das wunderbar da drauf. Und so konnte ich die ganzen Dateien einfach hier über Bild einfügen. Quasi konnte ich die Dateien holen. Natürlich immer die SVG-Dateien, geht am einfachsten. Und konnte die dann ganz einfach hier gucken, ne, dass das auf dem Cozy wunderbar drauf Platz hat. Ich könnte das eigentlich nur kurz verbinden. Wunderbar. Na, hier haben wir es auch. Hier haben wir es auch. Gut, bei den weiteren scheine ich das schon gemacht zu haben. Wie gesagt, hier habe ich 5 Cozies, das brauche ich nicht mehr. Und da habe ich das Ganze einfach auf Blade Mode, also auf Messermodus eingestellt. Das sind die 5 Cozies. Dann habe ich die 3 Taschen, genau. Und bei denen natürlich, die ich aus dem Hitzetransfer Vinyl oder Heat Transfer Vinyl mache, die musste ich natürlich spiegeln und das könnt ihr hier ganz einfach über horizontal spiegeln machen. Die 3 Taschen, und bei den Taschen habe ich auch geguckt, da habe ich von der Höhe maximal 21 cm bei den Taschen, die ich habe, dachte ich, passt das eigentlich am besten. Und dann habe ich 2 T-Shirts und da bin ich so, also ich habe es mir einfach angeguckt, was am besten passt pro Motiv, und da habe ich die Größen dann dementsprechend festgelegt. Und dann auch noch die 3 für die Taschen. Die muss ich jetzt natürlich nicht spiegeln, weil das ist ja selbstklebende Folie. Die schneiden wir von der Vorderseite und nicht von der Rückseite. Genau. Das heißt, wir können eigentlich schon an den Laser rüber, kann ich das Messer reingeben und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Also was ich hier schon mal gemacht habe, ist ganz einfach das Bett natürlich wieder reingemacht, unten mit den beiden Schrauben festgeschraubt, dann die blaue Matte drauf gemacht, die ist ja an der beiden Seiten eine Schutzfolie drauf, kann man wunderbar hier dann in dem Rahmen, der quasi angezeichnet ist, auch schon platzieren. Und dann habe ich hier ganz einfach das Messer reingemacht. Da habt ihr hier die Vorrichtung, da könnt ihr das Messer ganz einfach, ihr habt hier so eine Erhöhung und die liegt quasi hier auf der Fläche auf. Das heißt, ich kann das reingeben und ich drücke hier schon so ein bisschen entgegen, damit ich sehe, das liegt jetzt wirklich schön auf. Und dann kann ich hier drüben den Hebel zumachen, die Abdeckung wieder drauf machen und eigentlich alles schon vorbereitet. Und dann geben wir das schön in die Ecke von der Matte. Und das ist auch schon alles, was wir vorbereiten müssen. Natürlich muss jetzt die Folie noch rein, ne? Das wäre auch noch wichtig. Ich starte hier mit Gold, ne, auf der Seite. Und das heißt, ich lege die einfach schön in diese Ecke. Gucke natürlich, dass es keine Luftblasen drin hat und eben die glänzige Seite ist unten, weil das ist die Seite, wo der Kleber drauf ist und von da schneiden wir, deshalb haben wir das Motiv auch gespiegelt. Jo, das wäre schon und dann kann ich auf dem PC schon sagen Start und dann starten wir und schneiden wir. Übrigens die Einstellung, da habe ich von der Stärke 100 ausgewählt und die Geschwindigkeit auf 70 für das Heat Transfer Vinyl, das normale, wo jetzt nicht irgendwie Glitzer oder so drauf ist. Und dann kann ich einfach noch auf den Start-Knopf drücken und der legt auch schon los. So, und dann ist er schon fertig. Und
nur zum Sagen, ich hatte natürlich vorher zuerst kurz Testschnitte gemacht, wenn ich ein Gerät komplett zum ersten Mal neu verwende. Da schieße ich nicht drauf los und mache irgendwas, sondern da teste ich das natürlich vorher schon. Was ich jetzt jeweils mache, ich gehe kurz an eine Stelle und gucke kurz, ob ich das entgittern kann. Das funktioniert, wie ihr seht, wie Butter. Wunderbar, das heißt, es hat alles richtig geschnitten. Dann kann ich die Folie hier schon runternehmen und die nächste platzieren. Upsi. Neue Matte. Das war fast ein bisschen zu stark geschnitten. Ich kann die noch ein bisschen runterdrehen, weil wenn sich da einzelne Teile fast rauslösen, dann ist es zu stark. Ich drehe die kurz noch ein bisschen runter vom Schnittdruck her und dann kann ich weitermachen. Bei der hatte das eigentlich wirklich wunderbar funktioniert. Aber okay, dafür machen wir das ja, damit wir sehen, dass es auch wirklich gut funktioniert. Ich gehe jetzt einfach durch und mache alle Designs, schneide die alle aus und dann können wir auch schon ans Pressen gehen. Wake up from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet. Being to myself and sit in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. Also ich habe das jetzt getestet. Bei mir ist 90/80. Tatsächlich passt das am besten. Das heißt, Anpressdruck 90, Geschwindigkeit 80. Beim T-Shirt muss ich natürlich gucken, dass die Folie so liegt. Und wenn ich gerade eben große Luftblasen sehe, dann streiche ich die aus, damit da nicht der Schnitt dann nicht sauber ist. Ne? They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing. Für die Selbstklebefolie habe ich die Einstellung 60-60 genommen. Und da das Motiv natürlich eben nicht gespiegelt. Und so kann ich auch die Folie noch ausschneiden. So, ich habe da auch schon ein bisschen vorgearbeitet, damit ihr mir dabei nicht zugucken müsst. Und was ich jeweils mache, ich schneide einfach rings um das Motiv herum, schneide ich die Folie weg, weil dann kann ich mit den Resten auch immer noch was machen. Und dann löse ich in der Regel zuerst die Innenteile raus und dann können wir eigentlich losgehen und den Rest lösen. Die Folie hier ist auch die von denen, die ich jetzt verwendet habe, die am meisten noch an der Übertragungsfolie oder am Träger klebt. Braucht ein bisschen mehr Geduld zum Entgittern, aber man kriegt es auf jeden Fall hin. Und es ist natürlich auch so ein bisschen temperaturabhängig. Bei mir im Studio ist es im Moment echt super warm. Bei Sommer und Dachstock, ne? Die verhält sich natürlich dann ein bisschen anders, auch wenn es nicht so warm ist.
können wir auch gucken, ob wir nichts vergessen haben. Das sieht gut aus, wunderbar. Das ist für auf ein T-Shirt. Und so habe ich eben alles für die T-Shirts und für die Taschen und für die Cozies auch schon entgittert. Vielleicht kleiner Tipp, ich plotte schon seit, ach Gottchen, 4, 5 Jahren, 5, 6 vielleicht auch. Ich bin mir natürlich gewohnt, mit solchen Sachen, Materialien umzugehen und Folien, und von dem her kann ich auch sehr filigran gehen. Wenn ihr jetzt zum ersten Mal plottet, dann geht vielleicht nicht ganz so filigran, dann funktioniert das auch. Da habt ihr schnell ein Erfolgsergebnis. Dann habe ich 2 von den selbstklebenden Folien habe ich auch schon entgittert und auf die Übertragungsfolie gebracht. Eins habe ich noch behalten, damit ich euch das gleich auch zeigen kann. Vielleicht nur kurz von den Testeinstellungen. Ihr habt gesehen, das erste, das war zu tief. Auch das zweite, wenn ich auf der Rückseite sehe, dass hier durchgeschnitten ist, dann war das zu tief. Und das dritte war dann in Ordnung. Das war dann eben die Einstellung, die ich verwendet habe. Und da hier die holographische Folie ein bisschen anders ist oder ein bisschen stärker auch ist, habe ich da natürlich das Ganze auch kurz noch getestet. Und das war dann tatsächlich auch schon beim ersten Versuch, hat das funktioniert mit den Einstellungen, die ich euch gesagt habe. So hat das wunderbar funktioniert. Dann, wie gesagt, schneide ich die Motive jeweils aus. Dann kann ich die Folie nämlich noch für, oder den Rest der Folie für was anderes verwenden. Und ich mache das bei solchen Sachen so, dass ich umgekehrt entgittere. Was heißt das? Das heißt, ich löse jetzt einfach kurz die kleinen Teile hier raus. So. Das heißt, hier sind die ganzen Innenteile der Buchstaben sind weg. Dann verwende ich gerne von der Übertragungsfolie hier, das ist von Polytape, die PT 180. Habe ich sie auf einer großen Rolle gekauft. Dann müssen wir das Motiv einfach abdecken, das Ganze rakeln. Dann umdrehen und dann die Trägerfolie ablösen. Und jetzt kann ich den Teil der Folie ablösen, den ich nicht brauche. Natürlich müsst ihr hier vorsichtig sein, dass sich das jetzt nicht dann hier drauf legt. Ihr könnt auch stufenweise vorgehen und erstmal so den ersten Teil machen, das dann wieder abschneiden, damit euch das nicht runterfällt. Wenn ihr das so macht, dann habt ihr einfach weniger die Gefahr, dass so kleine Sternchen oder I-Punkte sich lösen, sondern so haben wir wunderbar das Design immer noch beisammen. Ich würde sagen, wir starten auch gleich mit der Selbstkleberfolie. Da habe ich das holographische, habe ich hierfür. Dann ein weiterer Tipp zum Platzieren. Ich habe hier einfach ein Backtrennpapier, weil die Selbstklebefolie klebt nicht auf einem Backtrennpapier. Und dann lasse ich hier oben einfach einen Streifen stehen, der klebt. Und dann sehe ich ja durch das Backtrennpapier quasi, sehe ich durch. Und dann kann ich das Ganze so platzieren, wie ich das gerne haben möchte. Ich würde sagen, so passt das für mich. Dann kann ich das hier oben festkleben, das Ganze wieder hochheben, das Backtrennpapier wegnehmen
Und dann das Ganze runterstreichen. Bisschen schwierig, weil die Tasche nicht ganz eben ist durch die Henkel, aber das kriegen wir hin. So, und dann können wir die Übertragungsfolie im Winkel abziehen. Und wenn was mitkommt, könnt ihr das einfach nochmal runter machen. Und die Folie könnt ihr natürlich mehrmals verwenden. So, kleine Tasche gemacht. Mit diesem holographischen Effekt ist doch der Hammer. So haben wir die erste Tüte und so mache ich die anderen beiden jetzt auch noch. Und so haben wir schon mal die ersten 3 Sachen gemacht, nämlich unsere Taschen. So, die lege ich beiseite, weil jetzt geht es an die Hitzetransferfolie. So, da habe ich die Mini Heat Press. Dann mache ich die auf die Stufe 2. Und jetzt ist sie rot. Das heißt, die ist am Aufwärmen. Und da stellt ihr hier in diese Station rein, damit euer Tisch da nicht Schaden nimmt. Und so kann die aufheizen. Dann nehme ich noch das Hitzekissen, auch von Xtool. Und da werde ich auch ein Backtrennpapier verwenden, einfach um das Material so ein bisschen zu schonen. Können wir gucken, wo wir das hinhaben wollen. Müsst euch denken, vom Platzieren her, das ist ja dann so, das kommt so quasi um die Getränkeflasche. Das heißt, das hier ist der Bereich, wo ich die Folie aufbringe. So, ich würde sagen, so passt das für mich. Backtrennpapier drauf. Dann hat die auch schon gepiepst und gesagt, sie ist bereit. Und so kann ich jetzt quasi das schön vorsichtig draufpressen. Auf eure Finger natürlich aufpassen. Dann können wir mal gucken, ob das hier schon funktioniert hat. Nee. Und wichtig ist natürlich auch immer, dass ihr beachtet, ob die Folie heiß oder kalt abgezogen werden muss. Und nur zum Sagen, ihr könnt die Hitzepresse natürlich auch mit diesem Einstellungsmodul, wo ihr die Hitze und die Zeit mit dem Drehrad einstellen könnt. Da habt ihr hier hinten eine Öffnung und da könntet ihr dieses Verbindungsmodul reinmachen. Ich lasse das kurz ein bisschen abkühlen und nehme schon das nächste. Das sollte abgekühlt sein. Ja, so kann ich das wunderbar abziehen. Ich kann, um ganz sicher zu sein, kann ich da auch mal so ein bisschen das festpressen, nachdem ich die Übertragungsfolie weggenommen habe. So, das war das erste. Und da könnt ihr wirklich gucken, einfach presst es und dann lasst ihr es kurz ein bisschen abkühlen, guckt, ob sich das schon verhaftet hat. Einfach versuchen, vorsichtig abzuziehen und wenn das noch nicht funktioniert, gebt ihr einfach noch ein bisschen mehr Hitze drauf.
Und so gehe ich jetzt durch die ganzen Teile durch. So, und wenn ihr damit durch seid, könnt ihr die einfach ausschalten und auskühlen lassen und natürlich auch vom Strom nehmen. Dann habe ich die schon mal, meine kleinen bunten Cozies, damit dann im Sommer eben die Getränke auch kühl bleiben. Und für die anderen 5 Sachen, das heißt die 3 Taschen und die T-Shirts, gehen wir tatsächlich an die Hebelpresse rüber. So, jetzt fürs Pressen nehme ich da kurz die Anleitung. Dann muss ich hinten gucken, dieser Dongle, der leuchtet blau im Moment. Das heißt, ich muss den 3 Sekunden gedrückt halten. 1, 2, 3. Dann blinkt der. Dann das Pad hier einschalten. Und hier 3 Sekunden gedrückt halten. Dann blinkt auch das. Und wenn beides dann stabil ist, dann hat die Kopplung funktioniert. Jetzt haben wir das. Im Moment ist es auf 80/30. Zweite Stufe 285/30, 320/30 und es ist im Moment auf Fahrenheit. Und umstellen kann ich das da hinten, indem ich aufs C schalte. Dann haben wir, Moment, jetzt kurz, die erste Stufe ist 140/30, die zweite 160/30, die dritte 240 und die vierte 265. Und hier wird mir gesagt bei der Anleitung zwischen 145 und 150. Und ich will hier die Stufe A anpassen. Das heißt, ich gehe auf 155, 20 Sekunden. Nicht hoch, sondern runter. Und dann muss ich das hier 3 Sekunden halten. Und so hat er die Position A neu gespeichert. Das Ganze ist jetzt am Aufwärmen. Ihr seht, ich habe hier im Moment eine Powerbank dran. Das ist ganz einfach, weil ich das vorher nicht geladen habe. Das lädt sich jetzt einfach auf, währenddessen ich das brauche. Und ja, wenn das aber geladen ist, dann braucht ihr natürlich hier keine zusätzliche Stromquelle dran zu haben. Es hilft natürlich auch, die Hitzepresse einzuschalten. Die ist im Moment orange, das heißt, die ist am Aufheizen. Ich kann in der Zeit auch kurz schon natürlich das Ganze von Fussel entfernen, weil die wollen wir ja nicht mit einarbeiten. Geht ein bisschen einfacher, wenn ich das ganz einfach hier auf dem Kissen mittig platziere. Henkel müssen natürlich weg. Dann kann ich schon mal den Druck angucken. Das ist viel zu wenig. Suchen wir das kurz nochmal. Also ihr müsstet nicht extrem stark drücken müssen, damit sich die schließen lässt. Aber darf schon ein bisschen Druck drauf haben. Hier verwende ich auch gerne ein Backtrennpapier. Und dann können wir das Ganze mittig platzieren. Backtrennpapier drauf. Überschwenken und pressen. Und der zählt jetzt hier auch wunderbar schon runter. Dann sagt er, dass er durch ist. Dann nehme ich das da rüber, wo es kühl ist, und ziehe den Träger schon mal ab. Jetzt merke ich aber, dass das noch nicht ganz so drauf ist, wie das sein sollte. Von dem her
gebe ich das da nochmal drauf, inklusive Backtrennpapier natürlich, weil ihr dürft niemals mit der Hitze direkt auf die Folie drauf. So. Pressen wir das noch kurz 10 Sekunden. Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door, the memories come back again. Pictures of us flooding back just like a wave. Makes me wonder what happened, what you're up to. So, ich habe des Rätsels Lösung gefunden. Das war ganz einfach so, dass das ein Kaltabziehen ist. Das heißt, ich lege die jeweils so einfach auf den kalten Tisch und drücke das ein bisschen fest. Und dann verhaftet sich die Folie auch wunderbar mit der Tasche. Und so gehe ich jetzt durch die einzelnen Sachen durch. So, meine Lieben, und dann gucken wir uns die ganzen Sachen noch im Detail an. Also wir hatten zuerst mal das Self-Adhesive, also die selbstklebenden Folien. Kommt jetzt gar nicht so rüber, weil es so hell ist, aber sieht schon extrem cool aus. Na? You're lucky I didn't keep this for myself. Du kannst dich glücklich schätzen, dass ich das nicht selbst behalten habe. Ne? Als kleine Geschenktüte dann hier, Spoiler Alert, it isn't a pony. Spoiler Alarm, es ist kein Pony. Finde ich auch extrem cool. Dann hier die holographische Warning, the content of this package may be awesome. Warnung, der Inhalt dieses Paketes könnte extrem cool sein. Und die holographische ist echt richtig, richtig cool. Ich finde auch die Kombi mit diesem Violett und dann dem holographischen finde ich wirklich super. Das hier waren meine Tests. Dann haben wir die Cozies. Ich habe beim Pressen, war ich nicht immer ganz erfolgreich, aber hier Camp More, Worry Less. Ne? Camp mehr, sorge dich weniger. Home is where we park it. Zu Hause ist, wo wir parkieren. Collect Moments, not Things. Sammle Erinnerungen und nicht Sachen. Immer schwierig, das als Bastler zu sagen, ne? Dann Adventure is out there, let's find it. Abenteuer sind da draußen, lass uns sie finden. Und dann, da war es mit dem Y nicht ganz so, ne? Auch unten hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Pressen, aber Camping is my therapy. Das heißt, Camping ist meine Therapie. So habe ich jetzt eine bunte Sammlung an Cozies. Und jetzt, Taschen hatte ich 3 gemacht, ne? I'm not lazy, I'm in Power Saving Mode. Ich bin nicht träge, ich bin im Power Saving, was heißt denn das? Kraftsparend Modus, sowas in dem, oder Energiesparmodus, genau das ist es. Ich bin im Energiesparmodus, finde ich richtig cool. Eigentlich wie alles, das ist wirklich alles super geworden. Das war die erste. Dann die zweite. I'm not forgetful, I'm memory efficient. Das heißt, ich bin nicht vergesslich, sondern ich bin memory effizient. Also, ich würde sagen auf Deutsch speichereffizient. Na, das dann die dritte. I could give up shopping, but I'm not a quitter. Ich könnte es aufgeben zu shoppen, aber ich bin nicht jemand, der leicht aufgibt, ne? Auch sehr cool als Shoppingtasche und auch cool mit diesem Gold hier. Das heißt, es waren die 3 Taschen. Dann habe ich 2 T-Shirts gemacht. Hier, I'm not a daydreamer, I'm a thought adventurer. Das heißt, ich bin kein Tagträumer, ich bin ein Gedankenabenteurer. Das finde ich so dermaßen cool. Das bleibt bei mir, das kann ich euch sagen.
Und das zweite, ich glaube, das werde ich auch behalten, weil ich finde es einfach extrem cool. Auch das. Wie machen wir es hier? I'm not sarcastic, I'm ironically expressive. Ich bin nicht sarkastisch, ich bin ironisch ausdrucksstark. Sowas in dem Stil. Immer ein bisschen schwierig, das Ganze wortgemäß in Deutsch zu übersetzen. Aber ihr seht, na, mit dem Laser extrem viele coole Plotter-Projekte gemacht. So viele, dass ich das gar nicht alles auf ein Bild bekomme. Aber das ist so die Ausbeute von heute, was ich alles getestet habe. Eben nicht nur mit dem Laser selber, respektive mit dem Messer im Laserdrehner oder dem M1 Ultra, sondern dann eben auch mit der neuen Heatpress von Xtool, also von dem her, ich würde sagen, Erfolg auf ganzer Linie. Das war schon mal für heute und morgen kommen wir dann noch zum letzten Video in dieser kleinen Serie. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, die Ideen haben euch gefallen, dass ihr da selber auch Lust habt, sowas auszuprobieren und dass ich euch morgen im nächsten Video wiedersehe. Bis bald! We were higher